Es gibt hier denn teilweise in Thailand schon Momente, wo ich denn wirklich auch Angst habe. Auch für mich geht dann ein spannendes Jahr zu Ende. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Land Lustisan. Vadikap Pipi, Vadikap Tukon. In meinem heutigen Video wird es sicherlich auch ein bisschen mystisch werden und es wird sicherlich auch ein bisschen was Lustiges geben. Da lasst euch aber einfach überraschen, was ich mir für das heutige Video einfallen lassen habe. Schaut euch das Video ganz sicher an, würde mich tierisch drüber freuen. Ich wünsche euch mit dem Video jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß. Bevor es mit dem mystischen Video losgeht, wollte ich euch aber doch noch was Erfreuliches zeigen. Und zwar, das ist hinter mir, das ist einer von unseren Kokosnusspalmen. Da habe ich jetzt vor 2-3 Tagen entdeckt, dass die erste Blüte kommt. Das heißt, ich hoffe, dass ich da auch bald mal Kokosnüsse ernten kann. Mal schauen. Ich wollte euch das aber nicht vorenthalten. Komischerweise ist das so ziemlich die kleinste Kokosnusspalme, aber freut mich trotzdem. Es hat auch schon eine andere Blüten bekommen gehabt. Die sind aber abgefallen. Jetzt hoffe ich, dass ich hier ein paar Kokosnüsse durchkriege. Da seht ihr jetzt die Blüte, die da kommt. Kokosnusspalmen, habe ich mir sagen lassen, sind zweigeschlechtlich, also männlich als auch weiblich. Die befruchten sich selbst und dementsprechend bin ich jetzt natürlich gespannt, ob da denn jetzt bald Kokosnüsse draus entstehen. Ich werde euch da auf jeden Fall das wissen lassen, wenn es da irgendwie vorangeht, oder werde euch hier und da mal denn was sicherlich in einem Video mal mit einbauen. Vielleicht wundert euch auch, was der Aufzug hier soll mit meiner Mütze. Ich bin doch noch in Thailand, aber wir haben hier gerade extreme, sag ich mal, tiefe Temperaturen, in der Nacht teilweise auch bis 12 Grad. Das wird für euch nicht sonderlich, sag ich mal, kalt sein, aber hier fühlt sich das dann doch kalt an. Heute Nacht hatten wir auch wieder 11 Grad. Am Tag geht es dann zwar manchmal hoch bis 30 Grad, aber jetzt gerade relativ selten, weil wir immer noch, sag ich mal, einen stärkeren Wind haben, der uns da auch begleitet. Somit fühlt sich das einfach ein bisschen kalt an und deswegen renne ich am Morgen immer noch mit der Mütze rum, weil mir das, trotz dass ich Europäer bin, trotzdem auch ein bisschen zu kalt ist. Aber die Mütze fällt dann wieder gegen Mittag auf jeden Fall. Warum wird es mystisch in diesem Video? Der ein oder andere sieht es auch schon wahrscheinlich im Hintergrund, was da steht. Das sind die sogenannten Geisterhäuser hier in Thailand. Darüber möchte ich heute, sage ich mal, kurz berichten. Wird nicht lange sein, was ich euch da erzähle. Aber ich denke, der ein oder andere hat sicherlich auch schon mal gesehen hier in Thailand. Der ein oder andere weiß vielleicht nicht, was das für eine Bedeutung hat. Das sind also diese sogenannten Geisterhäuschen hier in Thailand, die ihr des Öfteren sicherlich mal seht, auch an öffentlichen Gebäuden, an Krankenhäusern oder an irgendwelchen Gemeindehäusern, an Schulen ist es oft verbreitet, aber natürlich auch auf Privatgrundstücke. Wer da noch weitere Fragen denn zu den Geisterhäusern hat, der darf mir das gern ab in die Kommentare schreiben. Ich weiß auch nicht alles, aber ein bisschen weiß ich was darüber. Die 2 Geisterhäuschen hier, die stehen bei der Schwägerin auf dem Grundstück. Habe ich mir gedacht, bei einem Gartenrundgang, den ich hier gemacht habe, habt ihr da auch mal gesehen und wisst dann auch mal die Bedeutung von diesen Häusern eben. Hier in Thailand glauben die Leute, dass auf einem Stück Land immer ein Geist dazugehört. Wenn man denn, sag ich mal, ein Land dann kauft, ist der Geist natürlich noch auf diesem Land. So denken es die Thailänder auf jeden Fall. Ja, um den Geist nicht zu verärgern, baut man denn dem Geist einfach ein weiteres kleines Häuschen. So ein Häuschen, wie ihr eben im Hintergrund seht. Man baut dieses Häuschen auf dieses Grundstück, um den Geist einfach, sag ich mal, umzusiedeln und baut dann sein eigentliches Haus. Es ist da aber sehr aufwendig, sage ich mal, den Platz auch für dieses Haus zu wählen. Oft stehen diese kleinen Geisterhäuschen an Grundstücksgrenzen. Es gibt da auch sehr viel zu beachten. Also es ist da wirklich auch ein großer Aufwand, der da betrieben wird. Da kommt dann, sage ich mal, so ein Dorfschamane, der dann erstmal einen Platz für dieses Häuschen sucht. Da darf kein Schatten von dem eigentlichen Haus auf dieses Häuschen fallen, weil das könnte den Geist verärgern.
Es gibt da so viele Sachen, die da zu bedenken sind. Dieser Dorfschamane, der kommt dann eben, schaut, wo der richtige Platz ist, wo ein guter Platz ist. Dann müssen die Sterne auch noch gut stehen. Es gibt da so vieles zu bedenken. Wer denn aber jetzt denkt, dass das mit dem Haus errichten denn alles getan ist, das stimmt auch nicht. Das geht dann auch noch weiter. Dieses Haus bedarf dann auch noch eine regelmäßige Pflege. Dieses Haus sollte regelmäßig sauber gemacht werden. Es wird verziert. Manche Leute stellen da auch kleine Fernseher auf oder kleine Tiere oder kleine Hühner oder was weiß ich. Da steht so viel dran. Das dient einfach dazu, den Geist gut zu stimmen, den Geist auch das, sage ich mal, ihm zu bieten, was man sich selbst auch bietet. Es wird dann auch immer wieder Opfergaben an dieses Häuschen gestellt. Das heißt, man stellt da eine Cola hin, man stellt Klebreis hin oder ein Hühnchen hin, irgendwas zu essen, was zu trinken. Man stellt auch mal gern einen Reisschnaps hin, ein Glas Reisschnaps oder legt eine Banane, Obst und Gemüse hin. Das gibt so viele Sachen, die man denn da eben auch beachten muss und dem Geist eben, sage ich mal, das so angenehm wie möglich zu machen. Nur so denken die Thailänder hier, können die auch, sage ich mal, sicher und unbedarft denn auf diesem neuen Grundstück oder auf dem Grundstück denn leben. Es dient natürlich auch dazu, die Thailänder glauben hier daran, dass der Geist denn, wenn sie sich gut stimmen mit diesem Geist, denn natürlich auch Eindringlinge oder Leute, die irgendwelchen Unfug treiben möchten auf dem Grundstück, dass dieser Geist davor schützt. Ich finde das eigentlich schon irgendwie eine tolle Sache, muss ich sagen. Auch wenn man, sage ich mal, als Europäer wahrscheinlich weniger an Geister denkt. Ich glaube, sage ich mal, dass es da sicherlich was gibt. Aber ich sage mir immer, wenn ich gut bin, dann wird der Geist auch gut zu mir sein. Die Thailänder glauben ja auch, dass es eben auch gute und böse Geister gibt. Die Erfahrung musste ich selber auch schon machen. Man sollte sich das mit dem Geist auch nicht verderben. Man sollte da immer ein bisschen drum schauen, dass das Häuschen eben immer sauber ist, gut oder schön geschmückt ist, dass die Opfergaben da liegen, weil unter Umständen könnte es dann einfach auch passieren, wenn man sich nicht mehr um das Häuschen kümmert, dass sein eigentliches Haus, das was man gebaut hat, dann irgendwann in dem gleichen Zustand dann ist wie dieses Geisterhaus. Deswegen pflegen und hegen die Thais das regelmäßig. Kann auch so weit gehen, dass der Geist, sage ich mal, auszieht, weil für ihn die Lebenssituation zu schlimm wird. Dann zieht der Geist aus, um den Geist dann wieder dazu bewegen, dass er wieder zurückkommt in das Haus. Da braucht es dann so einen Geisterdoktor, der dann kommt und durch eine aufwendige Zeremonie dann eben den Geist wieder versucht, wieder gut zu stimmen, dass der Geist dann wieder in sein Haus einzieht. Also ihr seht, das ist wirklich mystisch. Kriegt man teilweise dann auch wirklich Gänsehaut, wenn man das dann hört. Wenn ich denn jetzt gerade das Geisterhaus von der Schwägerin hier im Hintergrund sehe oder die beiden, könnte da sogar vielleicht da was dran sein. Weil klar, sie ist selten hier. Es kümmert sich fast niemand um die Geisterhäuser. Ich habe es jetzt vorher mal ein bisschen sauber gemacht, um vielleicht den Zerfall von ihrem Haus ein bisschen zu stoppen. Weil bei ihrem Haus innen drin, da heben sich die Bodenfliesen oder hier und da sieht man Risse am Haus. Ich hoffe, dass das nicht der Grund ist, bei ihr eigentliches Haus, ihr eigentliches Wohnhaus auch ein bisschen zerfällt. Weil wenn ihr jetzt hier seht, die Mauer von dem Häuschen bricht auch zusammen. Da liegen schon einzelne Stücke rum. Ich habe jetzt vorher mal das ganze Laub weggemacht. Auch an diesem Häuschen hier sieht man, dass die Mauer zusammenfällt. Ja, ich werde da mal auf jeden Fall mit meiner Schwägerin reden, ob ich da mal tätig werden soll und das mal putzen soll. Ich persönlich bin da aber vorsichtig, weil ich nicht weiß, ob der Geist das denn mag oder nicht. Ich werde da auf jeden Fall mal mit meiner Schwägerin drüber reden. Es gibt hier denn teilweise in Thailand schon Momente, wo ich dann wirklich auch Angst habe oder wo es mir mulmig wird, so muss ich sagen. Es gab da schon einige Situationen, wo ich dann selbst ins Grübeln gekommen bin. Ich erzähle da einfach von der Situation, von einer Hochzeit,
also eine, sage ich mal, traditionelle Hochzeit. Das war die Hochzeit von meiner Schwägerin. Eine ältere Dame, wo zu unserer Familie gehört, die sonst eigentlich nicht raucht. Sie sprang dann auf einmal während der Zeremonie auf, wollte unbedingt eine Zigarette, aber keine normale Zigarette, sondern eine Zigarette, die mit Chili zusammen gedreht wird. Sie hat dann tatsächlich diese Zigarette aufgeraucht. Wenn man das dann sieht, oder ich war dann auch schon auf dem Geistertanz dabei, das gibt es ja auch, wo die Mutter von meiner Frau auch daran beteiligt war. Sie lässt sich das eigentlich auch nicht nehmen, dort immer dabei zu sein. Jetzt gerade ist es ein bisschen schwierig, weil sie natürlich auch älter wird. Aber ich durfte das auch noch miterleben. Das ist auch verrückt, wenn man dann, sag ich mal, 80-jährige, 70-jährige, teilweise auch 90-jährige Frauen dort um einen bunt geschmückten Baum rumrennen sieht, die dann wirklich wie junge Hühner da rumhüpfen. Also da fragt man sich dann schon oft, ob das wirklich alles noch mit rechten Dingen zugeht oder ob es da wirklich Geister gibt, die in die Körper von diesen Frauen gehen. Es geht sogar so weit, dass die Frauen dann, die normalerweise eine sehr weibliche Stimme haben, dann auf einmal sprechen wie Männer. Also ich war da wirklich schockiert oder beängstigt, muss ich sagen. Das bringt einen dann schon wirklich zum Überlegen, ob es nicht wirklich Geister gibt. Ich selbst habe da auch schon eine Situation erlebt. Ich bin mit dem Neffen, das ist schon einige Jahre her, mal an einem großen See zum Angeln gegangen. Er wollte mich da mitnehmen. Ich hatte mich dann gewundert, warum er denn anfängt, auf einem Baum Klebreis zu legen, dort ein Glas hinzustellen mit Reisschnaps und so weiter. Er hat mir dann erklärt, dieses Grundstück liegt direkt neben unserer Farm. Er hat mir dann erzählt, dass in diesem Gebiet, wo auch unsere Farm ist, sehr strenge Geister, teilweise sehr böse Geister wohnen auf den Ländern dort. Und er wollte den Geist dort, wo der See war, wo wir angeln wollten, dann einfach ein bisschen beschwichtigen, hat darum gebeten, dass er uns dort angeln lässt. Ich habe dem am Anfang nicht wirklich einen Glauben geschenkt, weil ja, als Europäer, wie gesagt, denkt man da nicht so großartig an Geister. Ich bin dann aber tatsächlich an dem Tag wirklich ungelogen, ich glaube 4 oder 5 Mal ausgerutscht und mich hat es da wirklich bös teilweise auf den Boden gehauen. Da kann man jetzt drüber lachen und kann sagen, ja, warst vielleicht einfach nur zu dumm. Da denkt man dann schon drüber nach, ob es nicht tatsächlich hier auch Geister gibt oder überhaupt Geister gibt. Es hat mich dann auf jeden Fall wirklich zum Nachdenken gebracht. Ich würde dann aber sagen, ich mache mal dann gleich mit dem lustigen Teil weiter. Dann sehen wir uns wieder bei uns auf dem Grundstück. Wie ihr seht, habe ich keine Kosten und Mühen geschaut. Nachdem ich euch an Ostern vergessen hatte, euch frohe Ostern zu wünschen, habe ich mir jetzt fürs Ende vom Jahr auf jeden Fall vorgenommen gehabt, euch standesgemäß frohe Weihnachten zu wünschen. Ich möchte euch mit dem Video auch ganz schöne Festtage wünschen. Verbringt einfach ein wunderschönes Weihnachten mit euren Familien zusammen. Bei uns hier in Thailand wird Weihnachten so gut wie gar nicht gefeiert. An Neujahr sieht es dann noch mal ein bisschen anders aus. Neujahr wird hier gefeiert. Allerdings das eigentliche thailändische Neujahr ist dann nachher im April. Aber europäische Neujahr, das wird hier trotz alledem auch gefeiert. Und in dem Zug möchte ich euch dann auch ein ganz frohes neues Jahr wünschen. Hoffe, ihr rutscht alle über den Jahreswechsel, ohne dass ihr euch verletzt, ohne dass ihr krank seid. Ich wünsche euch für das neue Jahr denn auf jeden Fall nur das Beste. Ich möchte mich auf dem Weg natürlich dann auch nochmal für die ganz, ganz vielen Kommentare bedanken, die es da gab bei meinem Wurstvideo. Da sind sicherlich sehr viele gute Tipps dabei gewesen, die ich jetzt dann beim nächsten Mal Wursten dann auf jeden Fall umsetzen werde, probieren möchte. Nur schon das, den ganzen Darm komplett zu befüllen und die Würste nachher dann später abzudrehen, das ist ein klasse Tipp. Das wird es mir um einiges erleichtern. Die Würste werden eine einheitliche Größe haben. Da freue ich mich auf jeden Fall schon, das auszuprobieren. Dann gab es noch unzählige andere Tipps, die ich sicherlich noch ausprobieren möchte. Dafür auf jeden Fall vielen, vielen Dank.
mich hat das wirklich umgeworfen, so viele Kommentare auf dieses Video zu bekommen. Das hat mich tierisch gefreut. Macht einfach weiter so. Das zeigt mir einfach auch, dass ihr meine Videos mögt und natürlich auch dementsprechend mir immer wieder Tipps gebt, mir immer wieder Rückhalt gebt. Vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Noch was in eigener Sache. Landlust Isan hat jetzt auch eine eigene Facebook-Seite. Ihr könnt die Seite finden, indem ihr Landlust Isan, einfach mit 2a geschrieben. Wenn ihr das eingibt in der Facebook-Suchliste, dann werdet ihr da auf meine Seite stoßen. Ansonsten versuche ich euch natürlich hier den Link noch zu posten, mit in dieses Video mit reinzunehmen. Schaut da einfach mal da vorbei. Das würde mich auch freuen, wenn ihr da mal reinschaut und mir hier und da vielleicht auch einen lieben Kommentar hinterlasst. Das wird doch so sein, dass ich da hin und wieder sicherlich auch mal ein kurzes Reel hochladen werde, wo ihr dann seht, was ich dann auch teilweise dann einfach unter der Woche auch mal mache. Oder wenn dann mal vielleicht eben auch ein Video ausfällt, dann erfahrt ihr dort sicherlich auch den Grund. Es ist auch noch geplant, auf Instagram was zu machen. Habe da auch schon mein letztes Video hoch oder halt ja, den Link dazu gepostet. Auch für mich geht dann ein spannendes Jahr zu Ende. Das waren jetzt, ich muss selber vorher erstmal nachschauen, 10 spannende Monate YouTube, die ich da betrieben habe. Das hat mir alles tierisch Freude bereitet. Ich möchte mich da einfach nur wirklich für euren Support bedanken. Das hat mich in jeglicher Hinsicht immer wieder bestärkt, weiterzumachen und das werde ich auch weiterhin tun. Habe mir aber trotzdem vorgenommen, dass jetzt dieses Video für dieses Jahr auf jeden Fall das letzte Video sein wird, weil ich mir jetzt einfach auch ein paar ruhige Tage gönnen möchte. Es geht eben auf die Weihnachtszeit zu, dann auf die Neujahrszeit zu. Ich werde da sicherlich aber hier und da die Kamera mitlaufen lassen, um euch dann im neuen Jahr dann auf jeden Fall zu zeigen, was ich so über die Feiertage getrieben habe. Das werde ich sicherlich tun und dann seht ihr auf jeden Fall dann im neuen Jahr wieder ein Video von mir. Ich hoffe, ihr seid mir deswegen auch nicht böse. Trotzdem auf jeden Fall vielen, vielen Dank für euren Support. Ich möchte euch auch gerade nochmal so die Zahlen vorlesen. YouTube hat mir da eine schöne E-Mail geschickt. Es waren da, YouTube schreibt mir 920 Abonnenten. Das stimmt nicht. Mittlerweile sind es, glaube ich, um die 944 Abonnenten. Dafür auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Ich danke jeden Abonnenten, der meinen Kanal abonniert hat, weil das ist für euch nicht viel Arbeit, das kostet euch nichts. Für mich ist es eine absolute Bestätigung und freut mich natürlich. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall. Für die neuen Zuschauer, schaltet einfach ein. Das wird sicherlich auch ein interessantes Jahr 2025 werden. Dann gab es über 64.000 Aufrufe. Auch dafür vielen, vielen Dank. Ich selbst habe, YouTube schreibt mir, 77 Uploads gemacht. Ob das so ist, weiß ich nicht. Mir kam es ein bisschen mehr vor. Dann waren es 6.690 Likes. Auch dafür vielen, vielen Dank. Dann gab es 1.201 Kommentare. Das freut mich tierisch. Ich freue mich natürlich, wenn ihr weiterhin so fleißig kommentiert. Wie gesagt, ihr bereitet mir da wirklich eine Freude mit. Und dann waren es 298 geteilte Inhalte. Auch das freut mich, dass ihr meinen Content auch teilt. Das ist wunderschön. Wie gesagt, das ist einfach nur eine absolute Bestätigung. Und vielen, vielen Dank an euch alle da auf jeden Fall, die mich verfolgen und hoffentlich auch weiterhin verfolgen. Dann würde ich jetzt sagen, das Video beende ich jetzt hiermit. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr auch dieses Video fleißig kommentiert, fleißig liked. Ihr dürft das Video wie immer gerne teilen. Und für die neuen Zuschauer, die erst jetzt auf mich gestoßen sind, würde ich mich absolut und tierisch darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Vergesst dann einfach nicht, die Glocke zu aktivieren, denn ihr habt ja gehört, jetzt mache ich erstmal eine kurze Pause und danach geht es dann weiter. Und wenn ihr die Glocke aktiviert habt, dann verpasst ihr kein Video von mir. Zum Schluss, ich wünsche euch eine ganz gute Zeit, passt auf euch auf, bleibt gesund. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Weihnachtszeit, wünsche euch einen ganz, ganz guten Rutsch ins neue Jahr, wünsche euch ein frohes und gesundes neues Jahr. Und dann sehen wir uns
nächstes Jahr ganz sicherlich wieder. Und bis dahin sage ich Ho, 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 euer René aus Thailand. You said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take